Die Linke zum Gruß. Ich habe es völlig vergessen. Und zwar 2025 habe ich den dritten Platz in der deutschen Meisterschaft im Moto Gymkhana gemacht. Und was da noch aussteht, ist tatsächlich ein Analysevideo. Da nehme ich euch gerne mal mit. Ja, die deutsche Meisterschaft, das war mal wieder ein richtig geiles Event. Aber was ist das eigentlich? Ein paar Eindrücke für euch. Ein ganzes Wochenende treffen sich Vereinsmitglieder aus ganz Deutschland und weitere Fahrer aus den Nachbarländern, um gemeinsam um die Hütchen zu fahren. Jeder kann für sich trainieren oder man bettelt sich auch mal gegenseitig. Vom Elektro bis zur großen BMW ist alles dabei. Für alle Fahrer ist natürlich auch der Austausch von Technik und Fahrzeug sehr wichtig. Und natürlich darf auch Spaß nicht fehlen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was hinter den Kulissen abgeht, dann müsst ihr schon mal selber vorbeikommen. Und nun, liebe Zuschauer, kommen wir zu unserer lang ersehnten Analyse. Kurz nochmal vorneweg, wer das ganze Video im Ganzen nochmal ansehen möchte, kann das gerne tun. Und zwar, wenn ihr auf YouTube einmal geht, meinen Namen IDM25 eingebt oder auch den Link in der Beschreibung folgt, dann werdet ihr auf dieses Video kommen. So, dann fangen wir doch mal direkt an. Kleiner Spätstart vom Kameramann, aber soweit gar nicht so schlimm. Im ersten Run war tatsächlich meine Strategie, dass ich hier einfach einen sicheren Lauf ins Ziel bringe, also mit so wenig wie Fehlern wie möglich zu fahren und noch nicht so ganz an der Grenze. Hier ein bisschen vorsichtiger. Das seht ihr auch tatsächlich hier, wo ich fahre, an den großen Radien, die ich teilweise mache. Auch hier über die Linie mit ziemlich viel Abstand mit rein. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich noch ein bisschen Zeit rausholen kann. Die Schräglage und so weiter passt auch alles. Auch hier seht ihr wieder mit dem Vorderreifen weit über die Linie, was ein bisschen einfach Zeit kostet. Hier seht ihr einmal den braunen Fleck. Da gilt es einfach vorsichtig zu sein. Ihr merkt, wie ich den Kreis groß mache und wie ich jetzt auch hier, wenn ich jetzt ankomme, gerade drüber fahre, mit wenig Schräglage, dass ich da nicht ausrutsche, weil ich konnte während dem Wettbewerb tatsächlich gar nicht so genau einschätzen, wie rutschig es an dieser Stelle ist. Da lieber auf Nummer sicher. Auch hier einmal richtig schön weit ausgeholt, dass ich da eng rauskomme. Genau das gleiche Spektakel auch hier nochmal. Und da geht es jetzt tatsächlich ein bisschen technisch zu. Hohe Schräglage, angasen so viel wie möglich, hart bremsen und wieder angasen und einmal hindrehen in den Wald. So, hier die Gerade, da haben mir viele gesagt, da habe ich am meisten Gas gegeben von allen, weil ich mir dachte, ist ja nur eine Gerade, da kann man auch wirklich viel Gas geben. Der Kreis war hier ein bisschen groß gemacht, ja, auch wieder ein bisschen Zeit gelassen, auch hier in dem Linkskreis. Genau, hier am Ende nochmal ein Slalom und dann einmal nochmal eine Rechtsrotation und einmal ins Ziel mit einem kleinen Wheelie, mit einem kleinen Stoppie. Also von daher richtig schön oder die perfekte Bremsung eigentlich am Ende vom Ziel hingehängt. Da war ich tatsächlich auch ein bisschen unschlüssig, wie hart ich bremsen kann, aber es hat ziemlich gut funktioniert. Da war der Grip tatsächlich auch in der Boxengasse ziemlich gut vorhanden. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Run. Da war tatsächlich meine Strategie ein bisschen anders. Und zwar habe ich da wirklich gesagt, den ersten Run habe ich schon im Ziel. Im zweiten Run, da versuche ich mal richtig Gas zu geben. Wirklich auch alles aus dem Reifen rauszuholen, was nur geht und aus dem Motorrad. Weil wenn jetzt da was passiert, dann habe ich schon eine Platzierung. Von daher nochmal einen on top setzen. So, auch hier wieder aus dem Start raus. Was ihr relativ schnell seht, ist dieses leicht ruppige Fahren. Da habe ich wirklich gesagt, hart bremsen, hart Gas geben, in den Schräglagen richtig Gas geben, damit er auch ein bisschen ins Heck rudert. Und was ihr auch sehr schön seht, sind meine Rotationen, die sind ein bisschen schneller geworden. Hier nochmal am Ende, zack, einmal reingezogen, das seht ihr richtig schön, da habe ich mich drauf konzentriert. Hier ist jetzt so ein Moment, wo ich gesagt habe, hier muss ich weit ausholen, damit ich eng reinkomme. Das seht ihr, da habe ich jetzt richtig Platz gelassen und jetzt komme ich eng rein, damit ich hier relativ schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Das war für mich im ersten Run auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da habe ich wirklich Zeit gelassen und da versuche ich einfach nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben. Genau das gleiche auch hier.
Das waren, also ich schätze jetzt mal ungefähr 8 Meter. Ich weiß es nicht genau. Ich habe allerdings gesagt, ich muss hier aus der Kurve relativ eng reinkommen und hier relativ früh über die Linie fahren, damit ich hier nochmal den großen Radius machen kann, damit ich hier relativ eng reinfahre. Das ist mir so semi-gut gelungen. Ihr merkt, einmal ausgeholt wie so ein Panzer. War jetzt nicht so toll, aber hat trotzdem funktioniert, genau. Auch wieder mit dem Vorderreifen deutlich über die Linie. Das ist so ein Punkt, den muss ich wirklich mal ein bisschen trainieren, damit ich da wirklich ein paar Zentimeter über die Linie komme und da nicht so viel Zeit weglasse. Genau, auch hier wieder richtig schön angegast. Jawohl, einmal die Rotation und am Ende nochmal richtig schön. Genau, das habt ihr jetzt richtig schön gesehen vielleicht. Ich spule nochmal ganz kurz zurück. Also die Rotation war ganz okay. So. Und dann am Ende versuche ich immer so ein kleines Stück nochmal mit rein zu ziehen, dass ich da einfach nochmal enger um die Kurve komme. Genau. Auch hier sehr, sehr eng um diese Pylonen drumherum. Genau. Und hier wirklich auf Kante gefahren. Ich versuche immer ein bisschen zu hinterschneiden, weil das ist der Vorteil von meinem V2, dass ich da relativ kernig und beschleunigend wieder rauskommen kann. Genau. Ihr habt jetzt vielleicht, das ist so ein kleines Detail, das ist wichtig bei den Wettbewerben, man muss sich natürlich auch merken, hey, wo hat man jetzt beispielsweise rutschige Stellen, Schlaglöcher und desgleichen. Und das war jetzt beispielsweise hier der Fall, wo ich nicht so genau einschätzen konnte, wie mein Fahrwerk darauf reagiert. Ich wusste, mein Reifen hält. Im ersten Run habe ich schon gefühlt, im zweiten Run war es einfach so ein Punkt. Wenn ihr das Ganze mal ansieht, guckt mal auf mein Fahrwerk, plopp. Genau, also hier war so eine kleine Senke drin, die hat es wirklich in der Schräglage, kommt die Senke, wo ich sage, wenn du da wirklich sehr scharf anbremst beispielsweise, dann kann halt sein, dass dein Fahrwerk das nicht so ganz aushält, aber in dem Moment war das tatsächlich überhaupt kein Problem, weil die Reifen hatten wirklich abartig Grip, genau. Auch hier wieder richtig rausgestochen, wieder richtig schön Gas geben, genau, und einmal hinter in den Wald, jawohl. So, vom Wald wieder raus. Da habe ich jetzt einfach gesagt, da muss ich jetzt richtig Gas geben. Also zum vorherigen Mal habe ich schon Gas gegeben, aber das war so ein Punkt, wo ich gehört habe, hey, da trauen sich die Leute nicht so viel Gas zu geben und da kann ich jetzt mal richtig Zeit rausholen. Das Blöde war dabei tatsächlich, dass ich einfach eine Strafsekunde bekommen habe, weil ich jetzt den Cone berührt habe. Genau, ihr seht, wie die gelbe Fahne nach oben geht. Also das Regelwerk besagt, wenn man einen Cone berührt, bekommt man eine Strafsekunde. Das war genau diese Strafsekunde, die mich leider auf den 3. Platz geworfen hat. Von daher ein sehr, sehr knappes Rennen zum lieben Tobi. Wir haben uns da richtig gegönnt. Genau. Auch hier nochmal eine Linksrotation. Diese Rotation kann man beispielsweise machen, wie man möchte. Egal ob rechts oder links rum. Die Sache ist nur, für mich persönlich ist die linke Seite am stärksten, weil, wenn ihr meinen Lenker vorstellt, dann habe ich ja rechts das Gas und da komme ich in der Regel relativ nah in den Tank und deswegen versuche ich eigentlich immer die Linksrotation da ein bisschen als mein Vorteil zu nutzen. Genau. Ich habe ein Motorrad, das ist ein Vergasermotorrad und das habt ihr vielleicht gerade gesehen, wenn ihr mal auf meinen Oberkörper achtet. So, da hat sie sich gerade so richtig schön mal kurz verschluckt. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wo ich sage, klar, ein Spritzer gewinnt da in dem Moment. Manchmal macht halt der V2 einmal Faxen, wenn er nicht mehr so sauber eingestellt ist oder wenn man wirklich hart prügelt. Und das war jetzt so ein Moment, wo sie sich mal kurz so verschluckt hat. Aber das war auch kein Problem, sage ich jetzt mal. Genau, hier am Ende nochmal den Slalom und dann wirklich nochmal zu versuchen, am Ende nochmal richtig hart den Turn rumzuziehen. Zack, genau, jawohl. Und in das Ziel. Genau. Also, das war soweit meine Analyse. Ihr seht, meine Strategie ist immer im ersten Run so viel rauszuholen, wie nur geht, aber nicht übers Limit zu gehen und im zweiten Run, wenn der erste dann richtig sitzt, weil dann kann man auch ein bisschen Druck psychologisch ein bisschen rausnehmen, da einfach nochmal richtig steil anzugasen. Ihr seht auch an dem Platz, dass es da einige Punkte gibt, gerade dieser Fahrbahnwechsel hier beispielsweise, den man zu beachten hat, dass da einfach teilweise unterschiedliche Grip
entsteht. Hier sind teilweise auch Bitumenstreifen eingearbeitet gewesen. Also es ist schon ein bisschen Herausforderung, da natürlich auch den Fahrbahn oder die Fahrbahnoberfläche zu lesen, während man den Parcours-Walk macht. So, vielleicht noch mal kurz für euch am Ende, auch für die Leute, die jetzt im Gymkhana noch nicht so lang dabei sind oder noch gar nicht dabei sind. Warum machen wir das Ganze oder wie machen wir das Ganze? Also wir haben jetzt in Bensheim beispielsweise, am Samstag hatten wir den Wettbewerb, das heißt jeder hat 2 Runs. Alle laufen einmal den ersten Run durch und dann kommen danach alle mit dem zweiten Run. Das bedeutet, während dem ersten und dem zweiten Run hat man ungefähr 1,5 Stunden oder 2 Stunden Pause. Wenn man da jetzt einen Fehler gemacht hat, dann muss man natürlich darauf achten, dass man da einfach wirklich vom Stresslevel wieder runterkommt, weil es bringt nichts mit großem Stress da wieder in den zweiten Run reinzugehen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich für euch zu verstehen, man hat vor dem Wettbewerb 45 Minuten Zeit, wo man durch den Parcours durchlaufen kann. Man bekommt da wirklich ein Sheet, wo eingezeichnet ist, wie man fahren muss. Das muss man sich wirklich im Kopf verinnerlichen, man muss es sich wirklich merken. Also das, was ihr jetzt da die ganze Zeit gesehen habt, das läuft tatsächlich so frei raus aus dem Kopf. Man hat das auswendig gelernt. Und was ich sehr, sehr gerne natürlich auch mache, ist mir in solchen Bereichen anzugucken, wie die Abstände sind, wie die Bodenbeschaffenheit ist, wo ich mehr Gas geben kann, wo ich weniger Gas geben kann. Also eins der Punkte, wo ich einfach gesagt habe beim Laufen, da muss ich ein bisschen Obacht tun, war genau an diesem braunen Fleck, weil ich gesagt habe, wenn ich da natürlich zu weit rauskomme, weiß ich jetzt nicht, ob mich da der Grip dann verlässt. Genau, und solche Sachen spielen da dann natürlich auch noch mit rein. So, falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, ich irgendwas nicht beantwortet habe oder auch vergessen habt, schreibt es gerne einmal runter in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall und ich werde auch jedes Kommentar dazu beantworten. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und die Analyse. Wie gesagt, nobody's perfect. Es war dieses Mal ein wirklich, wirklich knappes Rennen, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es wirklich cool, dass ich über die 2 Jahre lang mein Level gehalten habe, auch wenn ich nicht so viel Moto Gymkhana trainiert habe, wie ich es mir gewünscht habe oder wie man das auch sagt. Deutsche Grammatik ist schwer. Genau, und von daher lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich freue mich drauf und in diesem Sinn die Linke zum Gruß. Bis dann, Antenne.